Hier ist wieder Funmail on Tour. Heute ist der 14. Mai 2023 und wir sind jetzt auf dem Weg nach Bella Italia. Die geplante Route ist die Adriaküste runter bis Sizilien und dann fahren wir auf dem Rückweg die andere Seite wieder hoch mit Sehenswürdigkeiten, Pompeji, Vesuv, diverse schöne alte Städte. Und wir werden genießen, dann die Amalfiküste entlang zu fahren. Das wird uns eine besondere Freude sein. Kommt doch einfach mit auf die Tour und bis bald. Nach Tanken und Luftprüfen starteten wir heute ausgeruht um 10:15 Uhr auf unsere 557 Kilometer lange Strecke nach Blersch und kamen dort 8 Stunden später ausgekühlt und durchnässt im Hotel Argentum an. Nach einem super Frühstück starten wir heute bei Traumwetter auf unsere 277 Kilometer lange Tour nach Padua. Auf geht's. Hier ist wieder Funmail on Tour. Wir sind jetzt hier an der Kathedrale San Antonio in Padua. Jetzt stehen wir hier vor der Basilika de San Antonio in Padua, mitten im Zentrum, ein gigantisches Bauwerk. In der überwältigenden Basilika des heiligen Antonius aus dem 13. Jahrhundert mit Kuppeln im byzantinischen Stil und bemerkenswerten Kunstwerken befindet sich auch das Grab ihres Namenspatrons. Das Grab zieht jedes Jahr Pilger aus aller Welt an.
Wir besichtigen jetzt den Palazzo della Ragione, das ehemalige Rathaus und heute Museum. Und das zum Rentner-Eintrittspreis von 5 statt 7 Euro. Der 82 Meter lange, 27 Meter breite und 25 Meter hohe Ratssaal mit seinem stützenlosen und nur durch eiserne Zugange zusammengehaltenen Holzgewölbe erinnert in der Konstruktion an einen umgedrehten Schiffsrumpf. Unsere absoluten Highlights waren jedoch die Wandgemälde mit den Horoskopbildern sowie der überdimensionierte große schwarze Hengst. In der hinteren Ecke des riesigen Saals fanden wir noch ein Foucaultsches Pendel. Unsere heutige Tour verlief leider nicht nach Plan. Nach unserem Zwischenstopp in Ravenna konnten wir aufgrund des Hochwassers nicht nach Rimini, sondern mussten 70 Kilometer Umweg fahren, für die wir über 3 Stunden brauchten, um letztendlich in San Marino anzukommen. Ja, hier sind wir in Ravenna am schiefen Turm von Ravenna. In der Markthalle von Ravenna kehrten wir auf einen kurzen Mittagssnack ein. Die Città di San Marino ist die Hauptstadt der Republik San Marino. Sie liegt auf dem Berg Titano. Sie hat ca. 4.100 Einwohner auf 7,09 Quadratkilometer. Das historische Stadtzentrum von San Marino wurde 2008 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Stadtkern ist auf 3 Seiten von Stadtmauern aus dem 11. bis 14. Jahrhundert umgeben.
Die Basilika San Marino, erbaut 1826 bis 1838, ist als Konkathedrale neben der Kathedrale von Penabili und dem Dom von San Leo eine der 3 Hauptkirchen des Bistums San Marino Montefeltro. Der Palazzo Pubblico, erbaut 1884 bis 1894, zugleich Rathaus der Stadt und Regierungssitz des Landes San Marino. Von der Republik San Marino führte uns unsere heutige 279 Kilometer lange Tour zuerst nach Ancona und von dort ging es weiter nach Montesilvano in der Nähe von Pescara. In Ancona sind wir hier. Die Funmails sind gerade in Ancona. Die Fontana del Calamo aus dem 16. Jahrhundert ist mit 13 bronzenen Wasserspeiern in Form grotesker Gesichter bekannt. Diese sollen die verschiedenen Klassen und Charaktere der damaligen Zeit repräsentieren. Der Brunnen diente den Bewohnern damals als öffentliche Wasserquelle. Auf unserer heutigen 304 Kilometer langen Etappe hieß es wieder Streckebahn. Über Pescara, die Küste entlang auf der A14, vorbei an Foggia und Andria erreichten wir Bari. In der Arco-Basso-Straße stellen Nudelkünstlerinnen im Rentenalter ihre berühmten Orecchiette her. Das sind die sogenannten Öhrchennudeln. Das Castello Svevo di Bari am Rande der Altstadt
ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Baris. Eine erste größere Festungsanlage wurde an dieser Stelle um das Jahr 1131 unter dem Sizilienkönig Roger II., dem Normannen, erbaut. Nach der Zerstörung im Jahr 1156 wurde von König Friedrich II., Kaiser des römisch-deutschen Reiches, in den Jahren 1233 bis 1240 das Kastell neu aufgebaut. Die Stadt Bari ist von einem Heiligen geprägt, dem heiligen Nikolaus. Er blickt einem von Häuserfassaden und Tordurchgängen entgegen. Ihm wurde die Basilika San Nicola geweiht. Die mit viel Gold verzierte Decke sieht einfach nur beeindruckend aus. Im Keller unter dem Altar befinden sich auch die sterblichen Überreste des heiligen Nikolaus. Unsere heutige 205 Kilometer lange Tour führt uns zuerst nach Matera in der Basilicata und dann etwas weiter südlich wieder zurück nach Brindisi in Apulien. Hallo, hier ist wieder Fanmail on Tour. Wir sind hier in Matera, der alten Höhlenstadt. Die sehen wir gleich, dann schwenke ich mal darüber. Gehen jetzt hier ins Museum und ich hoffe, dass ich dann noch ein paar schöne Aufnahmen machen kann, die wir uns dann gemeinsam angucken. Also macht's gut, bis demnächst bei Fanmail on Tour. Langsam, weil die schönste Aufnahme kommt jetzt. Also tschüss. Ciao. Matera ist eine Stadt in der süditalienischen Region Basilicata mit knapp 60.000 Einwohnern und Hauptstadt der Provinz Matera. Bekannt ist Matera für seine Altstadt, die zu einem erheblichen Teil aus Höhlensiedlungen, den Sassi, besteht. Diese gehören seit 1993 zum UNESCO-Welterbe. Viele der ehemaligen Höhlen sind restauriert worden und werden heute wieder bewohnt. Andere sind zu Museen umfunktioniert worden. Wir schauen uns mit euch die Storchia Casa Grotta di Vico Solitario an. Sie zeigt die Geschichte Materas und der Sassi sehr eindrucksvoll und unterhaltsam.
Die Schubladen der Kommode wurden abends als Kinderbetten umgewandelt. Gleich nebenan gab es auch noch eine Höhlenkirche, deren Unterbau als Stallung für Kleinvieh wie Ziegen und Schafe verwendet wurde. Die ehemaligen Höhlenbewohner wurden in den 1950er, 1960er Jahren aus hygienischen Gründen in neu gebaute Wohnblocks umgesiedelt. Heute erkunden wir Brindisi und die Umgebung auf einem Moped. Stürzt sich in die kühlen Fluten, um dann ein bisschen zu schwimmen. Der Pool ist eigentlich sehr schön. Unsere Tour führt uns heute vom Absatz des Stiefels Richtung Spitze. Über Lecce und Tarent fahren wir nach Villa Piana und kommen dort nach 262 Tageskilometern an. Unterwegs sehen wir immer wieder verdorrte Olivenbäume. Wir unternehmen noch eine kleine Stadtrundfahrt durch Lecces engste Gassen und sehen dabei ein paar Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Das ist unser Fahrbier. Wir sind jetzt in Villa Biana und sind heute losgefahren in Brindisi. Dann sind wir nach Lecce. Da war natürlich absolutes Verkehrschaos. Wir haben uns dann noch das alte Amphitheater angeguckt und sind dann durchs Chaos weitergefahren, über wunderschöne Landstraßen und auch über die Schnellstraße, um überhaupt die Kilometer zusammenzukriegen nach diesem Verkehrschaos. Und jetzt trinken wir hier unser Fahrbier. Wir haben eine super Unterkunft gefunden. Die kostet die ganze Wohnung 45 Quadratmeter, 57 € inklusive Frühstück. Das haben wir jetzt noch aufgestockt auf 89 € und haben dazu noch zweimal Halbpension. Und heute Abend kriegen wir ein Fischmenü serviert zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr. Vorher geht es aber nochmal an den Strand. Also bis demnächst von Funmail on Tour. Genau. Ciao. Ciao. Juhu. Wow! Erste Mal Kontakt mit dem Meerwasser. Ja, wir stehen jetzt hier noch in unserer Unterkunft in Villa Biana. Da sind wir hervorragend untergekommen, sehr empfehlenswert. Beim hervorragenden Frühstück jetzt etwas länger hängen geblieben, es ist gleich 11 Uhr. Wir haben 316 Kilometer vor uns, fahren jetzt Richtung Süden nach Villa San Giovanni. Das ist so kurz vor der Straße von Messina. Haben schon 26,5 Grad. Was will ich mir sagen? Strahlend blauer Himmel rundum. Und jetzt geht's los. Ciao. Die Route entlang des Triondo war leider gesperrt, sodass wir die eingeplante Tankstelle nicht erreichen konnten.
So langsam wurde es eng. Ich hatte noch für 20, maximal 25 Kilometer Sprit. In Longobucco, einem kleinen Bergdorf, fragten wir nach einer Tankstelle. Die Auskunft entweder in 60 Kilometer Entfernung oder 30 Kilometer zurück. Nach endlosem Befragen von Besuchern einer Bar und in einem Café hatte endlich jemand außer Diesel auch mal Benzin. Welch ein Glück! 10 Liter, 20 Euro und 2 Euro Trinkgeld, dann ging's weiter. Nachdem wir den größten Teil der wunderschönen Bergsträßchen hinter uns gelassen haben, fuhren wir weiter entlang am Lago di Chicita. Es ist bereits 19 Uhr, als wir vor dem Hotel Sirene in Chilla einen Parkplatz finden und dort einchecken. Von Chilla aus ging es heute durch die Straße von Messina, dann die wunderschöne Nordküste Siziliens entlang bis zu unserem Tagesziel Palermo, das wir nach 262 Kilometern erreichten. Das Fährticket für die einfache Fahrt nach Messina kostet pro Motorrad und pro Person 15 Euro. Das Befahren der Küstenstraße bei diesem tollen Motorradwetter machte natürlich besonders gute Laune.
Heute war ein motorradfreier Tag und wir besichtigten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Palermos mit einer Hop-on, Hop-off-Tour. Unsere 266 Kilometer lange Tagesetappe führte uns von Palermo zuerst die Nordküste entlang, dann nach Marsala und von dort aus die Westküste hinunter bis zu unserem Zielort Agrigent. Zum Mittagssnack machten wir einen kurzen Stopp am Strand. Unsere nächste Sehenswürdigkeit war die sogenannte Treppe der Türken. Hier ist wieder Thumbnail on Tour. Wir melden uns hier aus Agrigent und stehen gerade vor dem Concordia-Tempel, dem besterhaltensten Tempel hier im Tal der Tempel. Und sind schon eine ganze Ecke hier durchmarschiert, haben die ein oder andere Aufnahme gemacht.
Die was geworden sind, kriegt ihr dann irgendwann zu sehen. Da muss man durchgucken. Das Gepäck nicht vergessen. Der archäologische Park umfasst 1300 Hektar und ist somit der größte dieser Art in der ganzen Welt. Er besteht aus einer Reihe von zum Teil hervorragend erhaltenen dorischen Tempeln, die im 5. Jahrhundert vor Christus gebaut wurden und die Macht und den Reichtum der damaligen griechischen Kolonie Akragas widerspiegeln. Unsere Tour starten wir heute bei 29 Grad, geraten aber unterwegs in ein Gewitter mit Starkregen, das die Temperaturen auf 15 Grad sinken lässt. Syrakus erreichen wir nach 237 Kilometern. Hier ist wieder Funmail on Tour und wir melden uns aus Syrakus. Zurzeit sind wir hier in der Altstadt bzw. im archäologischen Bereich und was man hier unten sieht, ist das griechische Amphitheater. Die Höhlen hier, die sind echt irre. So weitläufig, mit so vielen Nischen und Kammern und Domen, das ist der Wahnsinn. Unsere 407 Kilometer lange Tagesetappe führt uns heute von Syrakus Richtung Ätna, von dort nach Taormina, dann durch die Straße von Messina und von hier auf dem Festland bis nach Cosenza. Kurve um Kurve schwingen wir uns hinauf auf die hoch oben gelegene Stadt Taormina.
Hier ist wieder Fanmel und Schuhe, diesmal aus Taormina am Teatro Greco-Romano. Wie ihr seht, ein riesengroßes und recht gut erhaltenes römisches Amphitheater, römisch-griechisch muss man sagen. Ja, das schauen wir uns jetzt noch an. Und dann, da der Ätna nicht zu besichtigen ist heute, wegen Ausbruchsgefahr, ziehen wir dann weiter über die Straße von Messina wieder aufs Festland und von da geht's weiter Richtung Norden. Also bis bald von Fanmel on Tour. Unsere heutige 334 Kilometer lange Tagesetappe führte uns auf der A2 Richtung Norden bis Salerno, von dort die Amalfiküste entlang, danach durch die Berge bis nach Vico Equense. Nach der langen Fahrt auf der A2 genossen wir einfach das Kurvenfahren bei diesem schönen Wetter auf dieser tollen Küstenstraße.
Die heutige 90 Kilometer Kurzetappe führte uns zuerst nach Pompeji, dann hoch zum Vesuv und anschließend nach Puteoli, wo wir übernachteten. Pompeji wurde im Jahr 79 nach Christus von der Vulkanasche des Vesuvs versiegelt und wurde erst in der Neuzeit systematisch ausgegraben. Mittlerweile ist es zu 2/3 freigelegt. Eine Besonderheit, die in den meisten Lateinbüchern verschwiegen wird, sind die zahlreichen Fresken und Graffiti mit erotischem Inhalt. Auch ein Bordell ist ausgegraben worden, in dem Fresken mit verschiedenen Stellungen zu sehen sind. Pompeji vermittelt wie wenige archäologische Stätten einen Eindruck einer römischen Stadt. Oder? Mhm. Der Vesuv ist 1281 Meter hoch und liegt etwa 10 Kilometer von Neapel entfernt. Der bekannteste Ausbruch war im Jahr 79 nach Christus mit der Folge der Verschüttung der Stadt Pompeji. Der Vesuv ist aber immer noch aktiv und könnte jederzeit wieder ausbrechen, was er zum letzten Mal im Jahr 1944 tat. Ticket all How over. much is it? 3 euro. Ach, das ist okay. Okay? 3 euro. Okay? Go. Just one and take a photo. Okay. Thank you.
ja fast geklappt. Von Buzzuoli aus geht es heute auf unsere 309 Kilometer lange Tagesetappe. Den größten Teil fahren wir auf der Autobahn, um Strecke zu machen. Wir erreichen nördlich von Rom die alte Etruskerstadt Tarquinia, wo wir übernachten. Nach einem ausgiebigen Frühstück starten wir heute in Tarquinia zum ersten Zwischenstopp nach Monte Argentario, dann nach Piombino und erreichen nach 240 Kilometern unseren Zielort Cecina. Über den kleinen, teilweise schottrigen Weg erreichen wir wieder unsere Reiseroute zu unserem nächsten Zielpunkt Piombino. Von Piombino aus gibt es 3 Fährlinien nach Elva. Für heute war ein Pool- und Erholungstag im Golden Hotel angesagt.
Auf unserer 417 Kilometer langen Tagesetappe passierten wir heute Pisa, Parma, Brescia und den wunderschönen Iseo-See, bevor wir auf 1130 Meter Höhe in Cevo ankamen. Nach 330 Autobahnkilometern freuten wir uns auf die tollen Ausblicke auf den Iseo-See. Das Highlight des Tages war jedoch die kurvenreiche Auffahrt zu unserer Unterkunft Hotel Sagas in Cevo. Heute hatten wir zwar nur 219 Kilometer bis Imst vor uns, dafür aber eine anspruchsvolle Strecke mit 3 Grenzübergängen und 4 Pässen mit bis zu 2652 Metern Höhe.
Am Lago Blanco vorbei fuhren wir die Passstraße hinunter bis nach Bormio. In Bormio bogen wir ab auf die Stilfserjoch-Passstraße. Kurz vor Erreichen der Stilfserjoch-Passhöhe bogen wir jedoch auf den Umbral-Pass ab in Richtung Schweiz. Nachdem wir Reschensee und Reschenpass passiert hatten, nahmen wir im Gasthof Neuner in Imst unser Quartier. Unser letzter Fahrtag war angebrochen. Über die B169 ging es bis nach Nazareth und dort auf die B179 die Fernpassstraße. Wir überquerten unseren letzten Pass, den Fernpass, und fuhren bei Füssen auf die A7.